Kuba. Eine karibische Insel voller Charme, netter Leute und atemberaubenden Stränden. Oft wird das Land als Perle der Karibik bezeichnet, doch verdient dieses Paradies wirklich diesen Namen? Finden wir es heute heraus. Zuallererst ein paar Grundfakten über Kuba. Kuba, oder auch offiziell República de Cuba, ist ein realsozialistischer Inselstaat in der Karibik. Direkt nebenan liegt die Dominikanische Republik und einen Katzensprung entfernt auch Jamaika. Kuba hat eine Gesamtfläche von 109.884 Quadratkilometern und 11,48 Millionen Einwohner, Stand 2017. Das bedeutet, dass pro Quadratkilometer ca. 104 Kubaner Platz finden, etwa ein Drittel der Bevölkerungsdichte von Japan. Auf Kuba spricht man hauptsächlich Spanisch und Kubas größte Einkommensquellen sind der Tourismus und bei Exportgütern, treu dem Klischee nach, Rum, Zigarren und fehlgeschlagene Attentate auf Regierungsoberhäupter. Ich meine, Fidel Castro hat 638 Attentate weggesteckt, ist 90 Jahre alt geworden und am Ende eines natürlichen Todes gestorben. 638, alle verkackt. Das entspricht der Trefferquote einer Sturmtruppe des Imperiums. Mr. President so, die, und El Presidente so, no. Hauptsächlich wurden diese Versuche von den amerikanischen Geheimdiensten ausgeführt. Unsere selbsternannte Weltmacht und Weltpolizei hat früher noch kräftiger geschlampt, als sie es heute tut. Wenn man sich aber anschaut, mit was für teils skurrilen Methoden sie versucht haben, ihn zu töten, kann zumindest keiner behaupten, der CIA fehlt es an Kreativität. So versuchten sie einen Schokomilchshake mit Cyankali zu verseuchen, einen Taucheranzug mit Tuberkulose, versteckten einen Sprengsatz in einer Zigarre oder versuchten ihn bei einem Baseballspiel mit einer Handgranate abzuwerfen. Dafür steht Fidel Castro auch im Guinness Book of World Records. Das allein ist schon interessant, aber noch spannender wird es bei der Währung auf Kuba. Die haben nämlich zwei. Den kubanischen Peso und den konvertiblen Peso, welchen ich gerne Touri-Peso nenne. Auf meiner Reise durch Kuba habe ich bemerkt, dass Einheimische den konvertiblen Peso nämlich so gut wie nie benutzen, man allerdings nur sehr selten in Hotels oder Co. sein Geld in kubanische Peso wechseln lassen kann. Der Wechselkurs von konvertiblem Peso in kubanische Peso ist 1:25 und für 250 Peso kann man dort ganz locker einen ganzen Monat lang leben. Aus diesem Grund sind die lukrativsten Jobs auf Kuba in der Tourismusbranche angesiedelt und zwar direkt bei den Menschen. Ich persönlich hasse es zu geizen, wenn ich im Urlaub bin. Ich will einander leben und mich nicht wie in Deutschland Tag für Tag mit den Kassierern streiten, warum der Ketchup 10 Cent teurer ist als auf dem Regal angeschrieben. Ketchup bekommt man auf Kuba tatsächlich nur sehr schwer. Er wird meistens unterm Ladentisch verkauft wie Tomaten und Bananen zu DDR-Zeiten in Berlin. Aber zurück zum Thema. Man gibt doch gerne seinem Kellner auf Kuba ein wenig Trinkgeld, wenn dieser einen ganzen Abend lang bewirtet. Und oft ist man mit ein wenig Alkohol im Blut gewillt, ein wenig tiefer in die Tasche zu greifen. Man gibt seinen Kellnern nun einen 10 konvertible Pesoschein und schwupp bekommt man ein fettes Lächeln zurück. Du hast deinem Kellner gerade einen Monatslohn als Trinkgeld gegeben. Bei mehreren Stunden Arbeitszeit und vielen Gästen rappelt sich das ganz schön hoch. Es ist zwar Knochenarbeit, aber die Bezahlung ist es mehr als nur wert.